Ich hatte mir Zeichnungen angeschaut und dachte, die sind so leicht und so, die sitzen so und die sind so stimmig. Und dann sah ich so, ach Beuys, oh, den mag ich doch eigentlich gar nicht. Johanna Reich, herzlich willkommen. Ja, als junge Künstlerin oder junger Künstler kommt man wahrscheinlich um Joseph Beuys überhaupt nicht herum, spätestens im Studium und auch später in der Auseinandersetzung mit den Größen der Kunstgeschichte. Wie war deine erste Begegnung, der Erstkontakt mit dem Werk von Joseph Beuys? Ja, du hast es eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Es ist tatsächlich so im Studium, da begegnet man ihm wirklich in allen Ecken und Enden. Und ich muss auch gestehen, dass ich so gerade so im ersten Jahr, also mir war das wirklich zu viel und ich habe so eine richtige Beuys-Allergie entwickelt. Und ich dachte mir, überall in so vielen Museen und dann gab es eben auch so vom Topos her, ich habe ja noch zu einer Zeit angefangen, wo auch viele Professoren und wenig Professorinnen dort waren, die auch diese Zeit so gehypt haben und so heilig gesprochen haben. Es gibt ja einfach auch so Beuys-Anhänger, Fanatiker. Und der war einfach immer so diese strahlende Lichtfigur und das hat mich so skeptisch gemacht. Und ich dachte mir immer, dieses männliche Genie, was da so sitzt. Und ich als Künstlerin, ich konnte mich da überhaupt nicht andocken. Mir war das zu viel, zu groß, zu überladen. Und teilweise dann auch, fand ich so anachronistisch, dieses Filz und Fett. Und da war ich wirklich so ein bisschen... Ich wollte da mich nicht ganz so gerne mit auseinandersetzen. Und gab es dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht dann doch den Moment, wo du dich mit dem Werk auseinandergesetzt hast und irgendwas auch für dich da drin entdeckt hast? Es war so ein bisschen so ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Also ich war natürlich, dann geht man wieder zu Documenta und dann sieht man die Bäume und denkt, na gut, wow, er hatte schon eine große Vision und hat einfach riesige Dinge gemacht. Und dann bin ich auch mal hängen geblieben weil ich ja auch vom Bewegtbild komme und dann bin ich an diesen Videos hängen geblieben und plötzlich dachte ich mir so, wow, er hat auf der einen Seite natürlich diese schlagfertige Künstlerpersönlichkeit, wo ich auch so denke, ist mir manchmal zu viel. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen reinhört, er ist einfach unglaublich intelligent. Und so diese intelligenten Aussagen, die haben mich dann schon reingezogen und beeindruckt. Und dann, muss ich sagen, bin ich auf andere Weise, wie glaube ich viele andere, auch so ein bisschen über die Zeichnung gestolpert und wusste nicht, dass es von Beuys ist, hatte mir Zeichnungen angeschaut und dachte, die sind so leicht und so, die sitzen so und die sind so stimmig. Und dann sah ich so, ach Beuys, oh, den mag ich doch eigentlich gar nicht. Und da war es aber schon so ein bisschen um mich geschehen. Und dann habe ich mich eben tatsächlich auch mehr mit ihm auseinandergesetzt. Und ja, dann haben mich bestimmte Dinge schon in den Bann gezogen, muss ich sagen. Ja, es gibt ja vielleicht auch zwei Aspekte in der Auseinandersetzung mit Joseph Beuys. Einmal die Person Joseph Beuys und einmal das Werk von Joseph Beuys. Und ich denke, dass gerade auch die Feministin in dir eine große, gesunde Skepsis dieser Überfigur Beuys als sozusagen Künstlerpersönlichkeit hatte. Das Werk allerdings kann in puncto Frauenbild, Beuys Blick auf die Frau sicherlich auch kontrovers gelesen werden. Wir sehen hier zum Beispiel auch eine Nymphe auf einer seiner Zeichnungen, also eine Naturgottheit. Und was wir oft im Werk von Joseph Beuys sehen, ist auch eine Art von Überhöhung der Frau. Also schon eine große Wertschätzung, aber eine, die ganz bestimmten, durch ihn als weiblich attributierten Eigenschaften zugewiesen wird. Ja, ich glaube, diese Ambivalenz macht das ja auch irgendwie spannend. Ne? Also auf der einen Seite, ich dachte, als ich auch in die Ausstellung kam und dann bin ich da auch hängen geblieben an diesem, also ne, wunderbare Arbeiten. Und ich finde auch so aktuell, wenn ich jetzt von meinem feministischen Standpunkt her schaue, Donna Haraway ist ja auch wird wieder sehr rezipiert und da ist natürlich, wenn ich Nymphe habe, Nymphe ist ja auch Larve, also ne, diese Verbundenheit mit Natur, mit Tier, Mensch, Tier, wo gehen wir hin, ist eigentlich total aktuell wieder, wo ich sage so, wow, Beuys ist mal wieder irgendwie
2 Schritte oder 3 vor uns, wo ich sage, total faszinierend. Auf der anderen Seite, das, was du auch gesagt hast, natürlich diese Zwiespältigkeit. Er hat Frauen respektiert und so weiter. Wie sieht er die Frau aber dann auch so überhöht, eben aus vielleicht dieser Steiner Philosophie her, ne, diese reine Frau, die Mutter und so weiter. Und da habe ich natürlich dann auch meine Probleme mit, also mit dieser Figur. Auf der einen Seite, wie gesagt, hat er Frauen auch während des Studiums unterstützt und ermutigt. Und der Knackpunkt kommt dann irgendwie, wenn die Frau plötzlich Mutter wird. Was geschieht da und so. Und das ist spannend zu diskutieren, finde ich. Und ja, ich würde auch sagen, dass das ein zeittypisches, binäres Geschlechterbild ist, dem Joseph Beuys da folgt. Und da muss man auch sicherlich ihn als Kind und Künstler seiner Zeit betrachten. Andererseits ist es so, dass er auch mit seinen politischen Positionen durchaus, also gerade seit seinem Engagement für die Grünen, Anfang der 80er Jahre, da ist sicherlich auch das Bild oder der Blick auf die Geschlechter schon ein anderer als in Beuys Anfangszeit, wo viele dieser Naturzeichnungen auch entstanden sind. Trotzdem muss man sagen, es setzt sich bei ihm fort, dieses zeittypische binäre Geschlechterbild. Auch wenn er die Frau positiv besetzt, ist es doch eine Zuweisung von Attributen. Und er formuliert einmal in einem Interview mit Elfriede Jelinek, dass er eigentlich der Meinung sei, dass Frauen die besseren Fähigkeiten zum Künstler oder zur Künstlerin haben. Man müsse eben nur seinen erweiterten Kunstbegriff darauf anwenden. Das heißt, er spricht dann in dem Moment überhaupt nicht mehr von dem klassischen Künstlertum, sondern er spricht eben von der Intuition und der Fähigkeit, der Kreativität, sich in die Gesellschaft einzubringen. Und da kommt eben das durch, worauf du gerade auch anspieltest, Mutterschaft. Das ist für Joseph Beuys etwas einerseits Schöpferisches, aber dann auch im Fortfolgenden sozusagen der Erziehungs- und Bildungsprozess auch etwas, was er sozusagen als soziale Plastik begreifen würde. Und das weist er doch dann sehr klar der Frau zu. Ja, es ist interessant, das ist fast wie so eine positive Diskriminierung beinahe. Es gibt ja auch so eine Äußerung von einer seiner Schülerinnen, wo dann auch die schwanger war, wo gesagt wird, ist das super, du bist jetzt Mutter, das ist viel wichtiger. Auf der anderen Seite, ja, ich denke auch, ne, hat er eben diese Frauen unterstützt. Auf der anderen Seite waren sie dann eben Mutter und aus diesem wirklich, ich sag mal, Kunst über Kunst-Kontext dann natürlich auch wieder ein bisschen draußen. Und das ist so das, was mir natürlich dann missfällt oder wo ich so denke, ja, ich finde es toll, diese Zartheit zu sehen in den Arbeiten, also wo Beuys ja auch eine Weiblichkeit durchblicken lässt, die es vielleicht, also bei Lehmbruck auch eigentlich gibt, ne? Also dieses, wo sie so eine Ähnlichkeit haben. Auf der anderen Seite, wo ich mir natürlich wünschen würde, so jemand, der so viel umgekrempelt hat, dass er da vielleicht auch Dinge aufbricht und dann eben nicht in diesem binären Konzept stecken bleibt. Aber gut, das war letzten Endes nicht sein Thema. Ne? Also, aber es ist meins. Ja, genau, es ist dein Thema und du hast es ganz explizit aufgegriffen in einer deiner letzten Arbeiten, die du auch gezeigt hast in der Ausstellung Boys and Girls, also eine Ausstellung, die sich auch als feministischer Kommentar auf dieses Boys-Jahr verstanden hat. Da hast du auch dieses große Anliegen, Künstlerinnen sichtbar zu machen oder wieder sichtbar zu machen. Genau, und das geht eigentlich ursprünglich auch so ein bisschen von diesem Beuys-Gedanken aus. Nämlich der hat mich tatsächlich dazu ermutigt, Dinge anders zu sehen, also Modelle wieder neu zu denken, umzuschmeißen und zu hinterfragen. Und ich arbeite eben seit 10 Jahren jetzt fast an so einem Archiv von verschwundenen, vergessenen Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts, weil für mich eben wichtig war, welche Role Models, welche Vergangenheit habe ich als Künstlerin. Denn meine Vergangenheit war letzten Endes doch sehr männerdominierend, wenn ich die Kunstgeschichte anschaue. Und dann habe ich eben in verschiedenen Archiven, in Washington gibt es ein tolles Museum für Women in the Arts, recherchiert und ganz viele Künstlerinnen, die zu Lebzeiten wirklich
berühmt waren, riesige Œuvre geschaffen haben, ausgegraben. Und ich schaue mit einem Team, die jetzt bei Wikipedia nicht online stehen, die stellen wir online und versuchen so Geschichtsschreibung, also diesen Blick des Alten zu durchbrechen, zu erweitern, neu zu schreiben, neu zu denken. Und ja, da arbeite ich eben immer noch dran und habe Polaroid-Fotos von diesen Frauen gemacht. Und die sieht man dann auch in einem Film quasi, wo diese Porträts von nichts, also von diesem Polaroid-Foto, was am Anfang weiß ist, wo sie dann noch einmal auftauchen, wo man das Polaroid als Film sieht und diese, ja, vergessenen, teilweise nicht vergessenen, sie tauchen ja immer mehr wieder auf in den Museen, es passiert ja ganz viel, aber dort eben wieder auftauchen. Und das ist für mich auch so ein Bezug einfach zu Beuys und zu dieser, ich sag mal, diese Freisetzung, erweiterter Kunstbegriff, eben Kunst nicht nur als Objekt, als Zeichnung, als irgendwas zu denken, sondern wirklich gesellschaftlich, politisch erweiternd. Und das ist schon was, glaube ich, wo ich auch sagen würde, da bin ich begeistert von ihm. Ja, ich denke auch, dass der erweiterte Kunstbegriff sicherlich das ist, was Beuys auch fest in die Kunstgeschichte eingeschrieben hat. Und so wie du den Kunstbegriff eben auch für dich, für dein eigenes Werk erweitert hast, sprich eben die Entscheidung, künstlerisch an einem Archiv zu arbeiten, beziehungsweise eben auch in real existierende Archive oder eben Lexika wie Wikipedia einzugreifen, zu sagen, hier braucht es einen Impact. Also es passiert sozusagen nichts, wenn wir unsere Werke und Messages in Museumsräumen transportieren und dort darauf warten, dass sie rezipiert werden. Und das ist auch ein Stück weit das, was Beuys auch unter anderem mit den 7000 Eichen, ja auch mit vielen anderen Werken gemacht hat, ganz bewusst zu sagen, ich bewege mich aus dem Museumsraum, aus dem Ausstellungsraum heraus in die Gesellschaft. Und das aber, was es trotzdem zur Kunst macht, ist eben dieser Glaube an das große freiheitliche Potenzial, an das große auch Kreativpotenzial des künstlerischen Denkens, das man auch auf andere Bereiche übertragen kann. Nee, absolut. Ich glaube auch, das ist so das ist das, was uns, glaube ich, auch immer noch, also wenn wir dann in eine Beuys-Ausstellung gehen, immer noch innehalten lässt für so einen Moment, wo man denkt, wow, was für eine große Perspektive. Und ich glaube, da fängt Kunst ja auch an, einfach wieder spannend zu werden, wenn ich denke, so, wow, das geht darüber hinaus. Also man kommt mit den Zeichnungen, mit diesen auch Bienenkönigin und so weiter und ist plötzlich aber in so einem Kosmos, ne? Mensch, Gesellschaft, wie ist sie organisiert und so weiter. Und da, finde ich, macht es eben auch dann Spaß, hier wieder durch die Ausstellung zu gehen und Dinge zu entdecken. Du sprichst mit deinen Studierenden auch wahrscheinlich über Beuys und die haben wahrscheinlich auch schon wieder, die sind dann ja nochmal sozusagen eine Generation oder eine halbe jünger, die haben sicherlich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf das Werk und auf die Person Joseph Beuys. Auf jeden Fall und eben auch durchaus sehr, sehr geteilt, aber eben auch wieder spannend, das zu diskutieren, das zu sehen und natürlich dieses Denken so in den Vordergrund zu stellen und das wirklich als Kunst auch zu sehen. Ne? Wer nicht denkt, fliegt raus. Und diese starke Diskussion zu haben, die macht auch ganz viel auf. Aber ich finde es auch nochmal gerade mit seinem persönlichen Hintergrund, das wird natürlich aktuell auch nochmal viel stärker wahrgenommen und hinterfragt als jetzt zu meiner Zeit, wo er eben so noch auf diesem Podest als Heiliger viel stärker stand. Das ist im Moment aktuell überhaupt nicht so und da wird ganz genau geguckt, was denn dieser alte weiße Mann vor welchem Hintergrund, mit welcher Vergangenheit da tut und macht und denkt und von sich gibt.